for a moment before you go out for the day? Sure, Grandma. I want you to know I've left you the farm in my will. I already spoke to Arthur about it, and he understands. Farm life was never for him. I don't want you to feel obliged if you'd rather return to your old life in the city. But tell me, do you want to stay on after I'm gone? Of course I want to stay, Grandma. Oh, that's wonderful. I knew you would love it here. I'm glad that's settled then. I'll have Otto finish the paperwork. Morning. Brought you some groceries. Oh, let me get you some money. Oh, don't you dare. It's the least Parker and I could do. Thank you, Lena, dear. You will look after Tara for me, won't you? I've done what I can to get her ready to take my place here, but she'll need a guiding hand. I will. Well, I better let you rest. Give my love to Marcus when you see him. Have you visited Lena at the general store in town? She'll buy our produce and sell you some seeds. Yes, I've been by her place. She's fixed it up a lot since she took it over from her dad. Marcus was a great man, but not the most detail-oriented. Oh, has he passed away? No, he's over in a special home in Milkwater, across the way from the ferry. His memory's not what it once was. I'm sorry to hear that. Ja, hier sind echt viele Schicksale. Na gut, wir haben noch einmal Kartoffeln und einmal Möhrchen. So, jetzt einmal gießen. Das Geräusch. So, meinem Katzentier noch guten Morgen sagen. Fischchen füttern. Oh, Milch mag Katzi auch. Ja, gut, das ist das Übliche, was man den Leuten immer vermitteln will. Aber stimmt das so nicht. Kuhmilch ist nicht gut für Katzen. So. Wir gehen jetzt auf die tiefste Ebene und wir werden jetzt auch einfach uns mal durchwühlen. Sprich, wir werden jetzt hier nicht anfangen, ewig zu buddeln. Wenn wir einen Schlüssel haben, haben wir einen Schlüssel, dann geht's weiter. Hier haben wir noch keinen. Okay. Also suchen wir.
Ist halt die Frage, kann der Schlüssel auch in so einem Dings sein oder ist der auf jeden Fall im Eisen drinne? Oder in einem Stein? Oh, das ist Kupfer, oder? Yay! Das ist cool. Das brauchen wir ja. So, jetzt probieren wir es mal mit dem Energietrank. Mal gucken, was da passiert. Der haut mir das Leben einmal komplett voll, oder? Nicht das Leben, die Energie. Oh, cool, wieder Kupfer. Allerdings ist das eigentlich das, was wir halt aktuell noch nicht brauchen, ne? Also für den eine Sache schon, aber für den Rest nicht. Eigentlich brauchen wir erstmal ganz viel Eisen und Holz. Und Steine. Damit zumindest mal die Hälfte zusammen. Das heißt, wir sollten gar nicht so weit runter. Weil wir dann wahrscheinlich immer mehr andere Rohstoffe finden, als das, was wir jetzt brauchen. Hey, this looks like a key to the next level. Aber ich will trotzdem runter, weil ich neugierig bin. Okay, der Raum ist ziemlich groß, oder? Hier gibt es eine Leiter. Aber die hat nichts zu sagen. Das ist einfach nur Deko. Na gut, also bauen wir ab. Trinken ein Teechen. Was hatte ich denn jetzt für den Stärkungstrank gebraucht? Weil das ist natürlich die beste Idee, ganz viel davon zu brauen. Aber man kriegt ja viele Rohstoffe nur ganz selten. I'm all out of string. I could So, ein Teechen noch. Und ein Risotto. Und 2 lasse ich mal einfach über für... Ja, kann ja sein, dass man mal plötzlich nicht ganz unbedingt was abbauen will. Und dann geht es nicht mehr ohne Energie. Hätte der Bürgermeister mir nicht die Sachen abgenommen, dann hätten wir halt auf jeden Fall schon auf einem wesentlich besseren Weg. Naja, gut. Lässt sich ja nicht ändern. Gucken, ob ich irgendwas einsammeln kann, ob es irgendwas gibt. Da oben ist Unkraut. Da ist ein Pilz. Oh. Ach, wegen dem Seetang muss ich mal gucken, ob ich jetzt genug davon habe. Aber ich brauche den Seetang ja auch für andere Sachen. Trotzdem will ich jetzt noch mal kurz zur Anschlagstafel flitzen.
und gucken. Was ist das denn für ein Geräusch? Drei Seetang. Aber ich habe genug Würmer. Wie lange habe ich denn dafür Zeit? Es gibt keine, ja, wenn es keine Vorgabe gibt, kann ich das einfach mal annehmen. Ah, guck mal, da ist er ja. Looky there. You done me a favor the size of a prize-winning tuna. Watch out for Sophia. She'll try to match you up with someone in town. Heck, after Helena passed, she wanted to set me up with Hazel. No disrespect to you, Graham, but diving back into those waters... Helena was the one and only love of my life, and always will be. So, the other day, I asked Kim if I could buy a couple of pints of pig's blood. For what? Do I even want to know? To make my Seton family blood pudding recipe, of course. But they got all grossed out. What kind of butcher gets grossed out on blood? Maybe it's not so much the blood as the cooking it into a pudding. On purpose. Hey, don't knock until you try it. Anyway, they didn't have any to sell me since there's no ranch here anymore. Aha. Nein, Blutwurst ist nicht mein Ding. So, gucken wir noch mal am Strand, ob wir noch ein bisschen was finden. Okay. Ein Ticken zu spät. Oh ja, Seetang. Perfekt. Dann können wir morgen die Quest abgeben. Look, I love Kai, which is why I said he could be my roommate. But if he leaves one more damp wetsuit on the wood floors, I swear, I will have to choose violence. Oh, Sebastian's always asking me for surf tips, but he still hasn't gotten in the water yet. Think the waves have him a little spooked. Gonna see if I can start him out with boogie boarding. Tja. Neugierig sein darf man ja auch trotzdem. Auch wenn man es selber noch nicht probiert hat. Heute liegt hier nichts. Okay. Aber hey, das mit dem Seetang hat sich schon gelohnt. Können wir die Quest abgeben. Upsi. So, hier liegt auf jeden Fall wieder Holz. Ich glaube, ich werde morgen mal im Wald wieder nach Holz gucken gehen. Jetzt wird erstmal geschlafen. Am I ready for bed? Aber ich mache mir Sorgen um die Oma. Aber für sie ist das ja fein. Morning. Brought you some firewood, Hazel. How kind of you, Thomas. I'll just, go somewhere else. Lena told me you've been a bit under the weather. I have. But
Tara's been doing a pretty good job taking care of the farm, wouldn't you say? I suppose. Hazel, I just wanted to say thank you. After my dad passed, you and Robert were there for us. I have never forgotten it. Oh, it was the least we could do. Most things I picked up watching your dad in his garden. He was right about most things when it came to farming, hard as it was for me to admit. He was just so stern and impossible to please. Well, I'll be on my way. I was supposed to visit my sister in Milkwater today, but she said she's too busy. Figures. She does that a lot. At least once a month. But Crystal really is a busy lady. She teaches music at the university. Wish she'd come out here more often, but she says the ferry makes her seasick. Oh, Blumenkohl und Bohnen haben wir heute ready. Das heißt, wir könnten auch zu Hazel noch gehen. Die will ich nicht pflücken. Wie sieht es mit dem Honig aus? Oh, der ist auch bald fertig. Gut, der Rest muss einfach gegossen werden. 20 Minuten. Ja gut, das ist ja gleich. Dann kann ich den, nachdem ich gegossen habe, ernten. Oh, nein! Mist. Egal. Wir sehen einfach neue. Oh, hier müssen wir Neues pflanzen. Okay. Dafür gehe ich jetzt aber erstmal in die Stadt und... Genau. Für Amira und... ja. Ich wollte übrigens mal gucken, aber wir haben den Trank nicht mehr. Ich dachte, wir hätten davon mehrere hergestellt. Von dem Trank, dass mir alles zufliegt, was rumliegt. Oh, is it time to go to Damon's yet? Blacksmith work sure helps you work up a thirst. Sometimes Francis invites me to join him for a romantic beach stroll when he goes searching for pearls, but just look at me. I don't tan, I burn. Painfully. I heard about Hazel. Are you doing okay? Here, have these. Taking care of plants frees up your mind, so it can work through stressful stuff. Na, Believe mehr me. Tulpen. I know. Thanks, Violet. Ich verkaufe einfach... Ach, 6 Tulpen. Ja. Und dann, ja, sobald wir den Sommer haben, können wir noch viel, viel mehr... Ich habe noch Risotto. Ich muss mal kochen, damit ich die Leute besser für mich noch einnehmen kann.
I'm not often speechless, but this almost did it. I'm indebted to you, Azizam. Every time I think I've finished all my patient's insurance paperwork, I find more. Our insurance system is almost bad enough to drive me out of this field. Almost. So. Have you met Violet and Sebastian? They're the sweetest kids. And way too independent, given their age. Since Gloria disappeared, I give them as much free food as they want. But I don't want to mother them too much. Alle sind so nett zueinander und hilfsbereit. Ist das so schön? Kai's always trying to convince me to join him out on the waves. I enjoy the craft, but it's not really my thing. Mrs. Soft has been so supportive since I opened my chapter here. I think she can sense the good I can do for the community. Fairhaven couldn't have a fairer First Lady. Hey, you missed an epic session this morning. I got Sebastian to stand up on his board in the whitewater. Oh, Really? cool. That's awesome! Now he's just got to stop bending at the waist like a noob. Aber er ist doch Anfänger, oder nicht? Ich finde ihn cool. Thomas's sister keeps setting him up on dates, but none of them seem to work out, which is disappointing. For him, I'm sure, but also for me. I've told him a few times that our relationship ended in high school, and there's not going to be a second act. I'm married. I'm just not sure how much he hears me on that. So, was wollen wir pflanzen? Naja, was viel kostet, bringt wahrscheinlich auch später viel Kohle zurück, oder? Nehme ich jetzt mal an. Gut. Gibt es da was Neues an der Tafel? Pilze. Na klar. Oh, I know just how I'll use this. It's perfect. Ja, gerne. Hätte ich gewusst, dass mich das Spiel doch relativ gut anfixt, hätte ich es viel früher angefangen zu spielen. Es lag nämlich schon eine ganze Weile auf meinem Desktop rum. Und ich dachte immer, mal gucken. Dann kam dies dazwischen, dann kam das dazwischen. Und irgendwie muss ich sagen, liebe ich das Spiel. Es ist chillig, es ist nicht so anspruchsvoll, es hat aber trotzdem Tiefgang.
Und das finde ich schön. Das ist eine gute Kombi. So, gucken wir mal, ob es bei uns auf dem... Oh, hier. Hi. Mom's always going on about curfew. Oh, but please, I couldn't get in trouble on this island if I tried. Ja, da hat sie wahrscheinlich recht. Ich glaube, ich sollte mal öfters mit ihm noch reden. How's it going, Parker? Fine. I just had another parent-teacher conference with Vanessa. I get that my kids can be a handful sometimes, especially Finn. But aren't their antics pretty age-appropriate? Nowadays, it's all impulse control this, attention deficit that. Just seems some folks are quick to pathologize normal kid behavior, at least for certain kids. Oh je. Entschuldigung. So. Ich habe mal wieder nicht mehr viel Energie. Beziehungsweise gar keine mehr. Ja, ich muss mich unbedingt darum kümmern, weitere Tränke zu brauen. Energietränke, dass ich da wirklich am besten in Hülle und Fülle welche habe. Oh, Knochen und eine Krille. Aha. Spannend. Gott, es gibt so viele Sachen hier. You still liked that, didn't you, Kitty? Heute gehen wir echt mal früh ins Bett. Oh, so tired. Who is that outside, dear? It's Vanessa? I don't have the energy for her. Tell her I'm asleep. Good morning, Tara. I just wanted to bring some cupcakes for your grandmother. She's asleep, but I'll take them. Wonderful. I made them myself. I'm not the best baker, but I tried. Oh. Oh, these look delicious, Vanessa. Thank you. You're welcome. I would have bought cupcakes from Angus, but I wanted to show that I really do care. By the way, I'm not just here because I'm the mayor's wife. When I was in high school, my best friend got sick. Also cancer. I supported her as much as I could. But it wears on you, being a caretaker. Did your friend recover? Her name was Amy. And she didn't, no. I am so sorry. It's all right. It was a long time ago. In any case, I'm here if you want to talk. And now I'll be going. I don't want to wear out my welcome. Das war sehr nett. Huh. Grandma, did you hear that? What? I was just resting my eyes. And
You said it was only pretend. I'll leave you be. It's just a broom.